Hallo liebe GalaxienerforscherInnen! In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unter IceVM Desktop-Icons einrichten könnt. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, werden unter IceVM keine Desktop-Icons angezeigt. Es wird zwar ein Hintergrundbild dargestellt, dazu verwenden wir aber auch eine Zusatzsoftware, nämlich Nitrogen. IceVM ist ein Window Manager, das heißt, der Window Manager beschränkt sich auf die wesentlichen Funktionen. In diesem Fall zum Beispiel das Zeichnen des Startmenüs, der Taskleiste, der Fensterdekoration oder des Fensterumschalters mit Alt und Tab. Desktop-Umgebungen wie zum Beispiel XFCE, KDE, LXDE bieten die Möglichkeit, direkt innerhalb der Desktop-Umgebung auch Icons auf dem Arbeitsplatz anzeigen zu lassen. Wir müssen das aber hier auf diesem Window Manager und auch bei vielen anderen Window Managern, die keine Icons mitliefern auf dem Desktop, nachbessern. Dazu eignet sich zum Beispiel eine Drittapplikation namens iDesk. Diese können wir einfach mit dem Terminal nachinstallieren. Dazu öffne ich das Terminal und gebe den Befehl sudo apt install iDesk ein. Nun ist die Applikation bereits installiert worden und ich könnte sie hier direkt aus dem Terminal heraus einmal starten. iDesk, Enter. So, jetzt gibt er mir hier schon eine Fehlermeldung aus. You have to create the .iDesktop.dir on your home. Also, ich gucke mal, es gibt noch keine Icons. Hier kann ich immer alle Fenster minimieren oder wieder maximieren über dieses Symbol. Also gehe ich jetzt her und gehe mit mkdir .iDesktop. Mit diesem Befehl erstelle ich nun das gewünschte Verzeichnis. Jetzt führe ich es nochmal aus, iDesk. So, jetzt hat er irgendwas gemacht. Ich schaue nochmal. Oh, ich sehe schon, das erste Desktop-Icon ist da. Die Konfiguration von iDesk erfolgt in einer Konfigurationsdatei iDesk.rc. Die kann ich mir mal anschauen. Dazu öffne ich nano.iDesk.rc. Und hier sehe ich jetzt schon einige Sachen, die wir einstellen können. Als allererstes, jetzt im Hintergrund habe ich jetzt iDesk wieder beendet mit Ctrl+C. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel mal eine Font einstellen. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wie die ganzen Schriften heißen. Das muss ich erstmal rausfinden. Ich gehe jetzt mal raus mit Ctrl+X oder STRG+X und installiere mir mal den Font Manager. apt install Font-Manager. Ja. Mithilfe des Font Managers können sich ganz einfach die auf dem System vorhandenen Schriftarten anzeigen lassen. Ich öffne den auch jetzt hier über das Terminal, kann ihn mir aber auch ins Menü generieren lassen mit einem Icon. Und hier sehe ich jetzt diese ganzen Schriften, die auf dem System verfügbar ist. Eine sehr bekannte Schrift wäre jetzt zum Beispiel Déjà-vu Sans. Du kannst dir aber die Schrift, die dir gefällt, hier aus dieser Liste heraussuchen. Ich entscheide mich jetzt für die Schrift Déjà-vu Leerzeichen Sans, beende den Font Manager wieder und gehe nochmal in die .iDesk.rc. Hier noch ein kleiner Hinweis zur Bedienung der Bash. Ich hatte den Befehl ja vorher schon mal aufgerufen und ich könnte jetzt hier mit den Pfeiltasten hin und her scrollen, also Pfeil nach oben und Pfeil nach unten, um mir die alten Befehle wieder aufzurufen. Ich kann aber auch einfach Ctrl oder STRG R eingeben und jetzt hier .iDesk oder das Suchwort eingeben, was ich suche, und dann erscheint hier schon der Befehl, den ich zuvor aufgerufen habe. Mit Ctrl R kannst du also in der History suchen nach Befehlen, die du zuvor schon mal ausgeführt hast. Hier kann ich jetzt einfach Enter drücken oder ich könnte nochmal Ctrl R drücken, um weitere Befehle mit dem gleichen Suchwort zu finden. So, jetzt haben wir ja herausgefunden, die Font, also die Schriftart heißt Déjà-vu Sans. Das habe ich jetzt schon mal geändert. Ich könnte das jetzt schon ausprobieren und das Ganze nochmal neu starten, also iDesk nochmal neu starten. Ich möchte aber noch ein paar andere Dinge anpassen. Ich habe jetzt ein eher dunkles Hintergrundbild hier standardmäßig aktiv, also möchte ich als Font Color zum Beispiel weiß haben. Hier könnte ich jetzt auch noch die Schriftart ändern, da geht es um den Tooltip, also wenn ich über ein Icon fahre, Déjà-vu Sans mache ich jetzt auch und mache jetzt hier, das hat jetzt eine Vorder- und Hintergrundfarbe, das schauen wir uns als erstes mal an. Ich mache mal Ctrl-O und Ctrl-X
und führe jetzt nochmal iDesk aus. Jetzt schaue ich mir nochmal an. Es hat sich die Farbe dieser Schrift unter dem Symbol geändert. Und auch hier habe ich jetzt dieses Tooltip, das erscheint jetzt rechts von dem Symbol, wenn ich da drüber fahre. Mit dem Doppelklick kann ich jetzt dieses Icon öffnen. Das macht jetzt nicht viel, außer eine kleine Nachricht anzuzeigen. Ich schließe das jetzt wieder und beende jetzt halt, oder ich kann jetzt hier, iDesk ist jetzt schon gestartet, im Hintergrund müsste es jetzt also beenden. Ich kann es jetzt nicht mehr mit Ctrl-C beenden, ich kann es pkill, Process Kill, iDesk, also damit werden alle Prozesse, die im Namen iDesk enthalten haben, beendet. So, jetzt schaue ich nochmal, iDesk ist beendet. Ich gehe jetzt nochmal in die iDesk-RC rein, also wieder Ctrl-R, oder ich habe den Befehl ja vorhin aufgehabt, könnt einfach mit den Kursortasten durchscrollen und schau mal, was wir noch ändern können. Also hier hatten wir zum Beispiel die Hintergrundfarbe von dem Tooltip, die ist weiß. Dann möchte ich die Vordergrundfarbe von der Schrift auf dem Tooltip auch in schwarz ändern. Das wäre 6 mal die 0. Dann könnte man hier noch die Icons locken, das heißt, dann können sie nicht in der Position geändert werden. Hier könnte man noch eine Transparenz einstellen, Schatten, ein Click-Delay und auch noch viele andere Dinge. Hier kann man zum Beispiel auch noch einstellen, ob man Mittelklick haben will oder einfacher Klick oder was man mit dem Rechtsklick machen will. Diese Funktionen sind alle noch einstellbar. Das schauen wir uns auch noch möglicherweise an. Ich sage jetzt wieder Ctrl-O und Ctrl-X. Jetzt haben wir iDesk mal grundsätzlich konfiguriert. Jetzt möchten wir aber natürlich noch Icons hinzufügen. Dazu gehen wir mal in das Verzeichnis. Er hat ja gesagt, er möchte gerne ein Verzeichnis, .idesktop, cd.idesktop. Hier in das Verzeichnis gehen wir jetzt rein und da sehen wir schon den Default-Link. Den können wir uns mit CAT, Default-Link mal anschauen lassen. So ist ein Icon, eine Icon-Definition in iDesk aufgebaut. Als erstes gibt es halt hier Table Icon, dann die Caption, also die Bezeichnung, das eigentliche Kommando, was ausgeführt werden soll, das eigentliche Icon, was genutzt werden soll, die Größe des Symbols und die Position, die sich aber dynamisch, wenn man das Verschieben der Icons erlaubt, ändern kann. Aktuell sind die Icons nicht aktiv, jetzt machen wir uns mal ein neues. Ich kopiere mir das, Copy Default.link zum Beispiel nach Firefox.lnk. Jetzt haben wir einen Firefox-Link angelegt, jetzt müssen wir aber erstmal wissen, wo liegt denn Firefox überhaupt. Da kann ich den Befehl which verwenden. Which, wo ist Firefox? Okay, das liegt auf dem Dateisystem im Pfad user bin Firefox. Das kopiere ich mir jetzt. Jetzt gehe ich wieder in diese Link-Datei rein, in die neu erstellte Nano Firefox Link und kann jetzt hier das Kommando mal ändern. Dazu entferne ich jetzt das und füge jetzt hier den Firefox-Befehl ein. Hier schreibe ich jetzt als Caption auf Firefox rein. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein entsprechendes Icon. Ich beende das schon mal mit Ctrl-O und Ctrl-X, gehe ich mal raus, speichere meine Änderungen zwischendurch ab und suche jetzt ein Icon. Dazu könnte ich jetzt entweder unter User Share Icons nach einem Icon suchen, zum Beispiel mit dem Find-Befehl, oder ich kann die systemweite Suche mittels Locate verwenden. Locate nutzt dabei eine zentrale Datenbank, die mLocate-Datenbank, und ich kann jetzt mal schauen, ob die schon generiert ist. Locate, Firefox und ich sage jetzt mal .png, vielleicht finden wir schon was. Ja, da gibt es schon eine ganze Menge Icons hier. Wir können auch jetzt mal schauen, welches uns davon gefällt. High Contrast. Wir können auch ein generisches Icon nehmen. Locate Web. Browser. Gibt es jetzt nicht. Ich könnte jetzt aber auch zum Beispiel wieder die Pipe nutzen, um danach die Ausgabe einzuschränken. Also ich sage jetzt Locate Web, mache Pipe, grep, schränke die Ausgabe ein und suche nach PNG. Ich suche also alles, was mit Web im Wort hat und schränke die Ausgabe auf PNG-Bilder ein. Okay, da gibt es jetzt schon viel mehr. Wir verwenden jetzt standardmäßig hier die Tango Icon Theme, also das würde ganz gut passen. User Share Icons Tango, Internet Web Browser. Jetzt müssen wir mal schauen, was das größte ist. Nehmen wir mal hier
Wahrscheinlich ist 32 mal 32 das größte. Das können wir aber nochmal nachschauen. Schauen wir mal rein. Alice. Jetzt können wir mal hier gucken, ob es da noch was Größeres ist. Ich gehe mal hier rein und sage jetzt zum Beispiel mal 48 mal 48. Gibt es nicht. Also da ist tatsächlich das 32 mal 32 Pixel große Icon das größte. Ich bearbeite das jetzt hier. Sage, das Icon ist das hier. Jetzt füge ich hier diesen Pfad zu diesem Icon, den ich mir vorher kopiert habe, ein. Ja. Und kann jetzt hier noch die Symbolgröße anpassen. Jetzt bin ich aus Versehen in VI gelandet automatisch. Ich mache das Ganze noch in Nano. Also hier den Pfad anpassen. Und X. So, jetzt führe ich iDesk nochmal neu aus. iDesk einfach eingeben. Und ich schaue mal, was sich jetzt generiert hat. Oh, jetzt liegt das halt positionsmäßig genau über dem anderen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ja, seht ihr hier. Jetzt wollen wir halt einmal, wir können jetzt hier mit Drag and Drop das Icon einfach verschieben und dann ändert er das halt in der Konfigurationsdatei. Ich kann es jetzt hier so verschieben, wo ich möchte. Oder du könntest halt die Werte in dem Link-File entsprechend anpassen. So, das Icon gefällt mir jetzt noch nicht. Ich möchte es halt auch ein bisschen größer haben, also machen wir wieder 48 mal 48. Machen wir nochmal Locate, Firefox. Jetzt können wir vielleicht mal schauen, ob es auch ein SVG gibt. Die wären skalierbar. Findet ihr jetzt hier auf Anhieb nicht. Ich sage nochmal Pipe Grep SVG. Da gäbe es was, aber das High Contrast, das ist so eine Theme mit hohem Kontrast, die wollen wir jetzt nicht. Firefox Symbolic ist ein symbolisches Icon, wollen wir auch nicht. Also wir graben nochmal nach PNG, da müsste sich hier noch was Schöneres finden lassen. Paper und groß sollte es natürlich sein. Wir könnten jetzt zum Beispiel mal die hier aus der nur auf XT, da nehme ich jetzt mal hier das hier und füge mal das Icon ein. Ich arbeite jetzt hier wieder mit VI, das erkläre ich euch nochmal in einer anderen Sitzung. Also ich führe es jetzt nochmal aus, iDesk. Schau mal, wie es jetzt aussieht. Ja, das sieht doch schon ganz schön aus. Könnt es sogar noch größer machen, das könnt ihr so anpassen, wie ihr das für euch mögt. Also ihr könnt hier zum Beispiel auch hier 96 mal 96 wäre jetzt das nächstgrößte. Und dann müsst ihr aber hier immer die Width und die Height entsprechend anpassen. Das ist jetzt ein bisschen groß. Findet da für euch den richtigen Weg. Also wahrscheinlich wäre jetzt in dem Fall für meinen Desktop 64 mal 64. Ich könnte das hier jetzt auch suchen und ersetzen. Escape Doppelpunkt Prozent S 96 mal 96 slash 64 mal 64 slash G und ich hätte jetzt einfach 96 durch 64 ersetzen können und bin fertig damit. Aber das schauen wir uns wirklich im Detail in einem anderen Video nochmal genauer an. Ja, das sieht doch jetzt super aus. Also da habe ich jetzt ein schönes Icon, kann mit einem Doppelklick darauf den Befehl starten. Hier startet er jetzt auch meinem Firefox. Jetzt könnte ich noch schauen, das können wir uns noch mal kurz anschauen, wie das jetzt aussah. Ich gehe nochmal mit Nano in die .iDesk C rein. Das ist die Konfigurationsdatei. Und jetzt gucken wir hier am Ende nochmal, was wir hier für Aktionen haben. Log, Control, Write, Double-Click. Also damit könnte man die Icons sperren. Also Control- oder Steuerung-Taste und dann der rechte Doppelklick. Reload, Mittel-Double-Click, Drag, Left Hold, End-Drag, Left Single-Click. Execute, Left Double-Click, Execute, Right Double-Click. Also ich kann mit dem linken Doppelklick und mit dem rechten Doppelklick den Befehl
ausführen. Ich arbeite aber ganz gerne mit Einfachklick. Ich ändere das jetzt hier auf Execute Left Single Click. So, jetzt ist es aber so, dass jetzt zum Beispiel das Dragging, Drag and Drop, auch auf Left gesetzt ist. Das heißt, da gibt es dann Schwierigkeiten. Da kommt das Programm dann durcheinander. Da sollten wir jetzt zum Beispiel das verschieben mit Right Hold. Right Hold. Und hier Right Double Click, das können wir eigentlich ganz rausnehmen. Wir brauchen ja nur einen Execute-Befehl. So, jetzt nehmen wir das mal so und beenden das. Ich führe es nochmal neu aus. Aha, da läuft es wieder im Hintergrund, also muss ich erst die alte Instanz wieder beenden. Ich starte es neu und jetzt haben wir hier iDesk mit einem Einfachklick bereits konfiguriert. Jetzt zum Abschluss möchte ich euch noch kurz zeigen, wie ihr dafür sorgen könnt, dass iDesk beim Programm, also beim Start von eurem Desktop automatisch mitgestartet wird. Dazu gibt es die Datei, die kennt ihr vielleicht schon, nano.icewm Startup. Hier werden alle Programme ausgeführt, die beim Anmelden am Desktop geladen werden sollen. Ich setze das jetzt mal relativ weit vorne mit rein, zum Beispiel hier. Füge hier iDesk und dann noch und ein. Das heißt, das Programm wird, wird gestartet und in den Hintergrund verschoben. Ich sage Ctrl-O, Ctrl-X. Und was ich auch noch mache jetzt in dem Fall, ist zum Beispiel diese .idesktop Default Link Datei noch zu löschen, weil die brauchen wir eigentlich nicht. Da könnte ich mir jetzt zum Beispiel noch einen Link für meinen Suna einrichten oder zu anderen Programmen, so wie ich das gerne habe. Ich lösche die mit rm Default.link. Yes, möchte ich wirklich entfernen. Und jetzt probieren wir mal, wie das Ganze aussieht. Ich melde mich ab, melde mich neu am System an und siehe da, meine Desktop-Icons werden automatisch angezeigt. Ihr habt jetzt also einen Window Manager, der eigentlich gar keine Desktop-Icons hat, um zusätzliche Desktop-Icons erweitert und könnt diese jetzt bei Bedarf genau an eure Bedürfnisse anpassen. Probiert mal ein bisschen aus, zeigt mir eure Erfolge und berichtet in den Kommentaren. Vergesst bitte auch nicht, unserer Telegram-Community beizutreten, denn dort tauschen wir uns regelmäßig zu aktuellen Linux-Themen aus und du kannst auch dort deine Fragen stellen. Sicher findet sich jemand, der dir weiterhilft. Tschüss und bis bald!